Es gibt so Räder, da sitzt man sich einfach drauf und denkt sich, ja, das passt. Und das ist auch so ein Rad. Ihr habt mich oft nach dem Bike gefragt und jetzt ist es endlich da. Hinter mir steht das Focus Atlas 6.8 und das ist das erste Gravelbike von Focus. Warum ist das was Besonderes? Wenn man sich die Geschichte von Focus anschaut, dann wurde Focus gegründet von Mike Kluge. Mike Kluge ist sowas wie die überlebensgroße Legende des Cyclocross-Sports. Trotzdem ist Focus relativ spät erst ins Gravel-Game mit eingestiegen und konnte sich dann von der Seitenlinie aus relativ lange auch anschauen, was für Geräte von den Mitbewerbern auf den Markt geschmissen werden, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert. Und als Antwort auf die Marktsituation kam das Atlas. Ob das Atlas Spaß macht, für wen das Atlas das richtige Bike sein mag und ob die Ausstattung hier für 2.200 € euch auch genügen mag, schauen wir uns in diesem Video an. Das Atlas ist ein Alu-Gravel-Bike, das es in 5 verschiedenen Abstufungen gibt. Das günstigste kostet 1.600, das teuerste kostet 2.600. Es gibt voll ausgestattete Varianten, es gibt sogar eine Variante mit einem geraden Lenker. Das Atlas kommt ausschließlich als Alu-Variante von Focus und damit steigt preislich Focus auch in den Ring mit Cube, nämlich dem New Road, mit Rose, dem Backroad in der Alu-Version und dem Canyon Grizzle. Aber nicht nur preislich greift Focus also jetzt diese Bestseller-Bikes an, sondern auch vom Einsatzgebiet sind diese Räder alle sehr ähnlich ausgerichtet. Der erste Eindruck von dem Rad war durchaus stabil. Und zwar im besten Sinne. Es hat sich angefühlt, als wäre es sehr, sehr laufruhig, sehr spurtreu. Grund dafür der flache Lenkwinkel mit 70,5 Grad, der kurze Vorbau, aber vor allem eigentlich dieser extrem lange Radstand. Ich blende den mal im Vergleich zum Rose Backroad ein. Das ist einfach ein verdammt langes Rad und dieses lange Rad ist dementsprechend auch etwas schwieriger, um Kurven herum zu befördern. Als ich dann angefangen habe, mit dem Rad auch ein bisschen schneller unterwegs zu sein, vor allem auf Straßen, ist es mir das dann aufgefallen, wenn man so Geschwindigkeiten um die 40, 50 km/h hat und sich dann in die Kurven reinlehnt, muss man das Rad fast schon dazu überreden, sich in die Kurve zu lehnen. So spurtreu ist es. Das Rad hat aber durch die Laufruhe ganz eigene Qualitäten. Zum Beispiel konnte ich im Untergriff sehr kontrolliert Trails bergab fahren, was unfassbar viel Spaß macht. Das ist ähnlich wie beim Mountainbike-Fahren und trotzdem ist das Gesamtpaket noch agil genug mit den relativ kurzen Kettenstreben, dass man damit dann auch auf der Straße mal einen kurzen Antritt, also einen kurzen Sprintintervall hinlegen kann. Diese hohen Geschwindigkeiten möchte man mit dem Rad jetzt aber nicht unbedingt halten, sondern man fährt da eher mit einer konstanten, gemütlichen Geschwindigkeit vor sich hin und da entfaltet das Atlas tatsächlich dann auch seinen ganzen Zauber. Bevor wir uns das ganze Technikgedöns mal im Einzelnen anschauen, wie ist denn eigentlich das Gefühl? Also wie fühlt man sich tatsächlich? Das ist ein Rad, das einen ungemein entspannt beim Fahrradfahren. Das ist ein Gravelbike, das einen jetzt nicht zu Höchstleistungen bringen möchte, das nicht extrem schnell gefahren werden will, das nicht durch extreme Trails durchgepeitscht werden will, sondern die Laufruhe und dieses insgesamt auch super stabile Fahrverhalten bringt einen dazu, dass man eigentlich mit dem Rad so gemütlich wie möglich dahin gleiten möchte und sich eigentlich überhaupt nicht damit beschäftigen möchte, auf was für einem Untergrund man gerade fährt, sondern das Rad bügelt alles sehr, sehr zuverlässig weg und man kann sich tatsächlich vor allem auf die Landschaft konzentrieren, auf die Umgebung, auf das Licht, auf die Vögel, auf alles, was einen herum eigentlich daran begeistert, dass man auf dem Fahrrad unterwegs ist. Und das finde ich eigentlich einen gelungenen Auftakt für ein erstes Gravelbike, weil ja eigentlich auch dieser Grundgedanke vom Graveln aus dieser Entspannung herauskommt. Natürlich gibt es Speed-Gravelbikes, natürlich gibt es Trail-Gravelbikes, aber ich glaube, hier wird wieder mal ein Einsteigerrad geliefert, das wirklich genau diesen Grundaspekt am Graveln fördert, Spaß zu haben in der Natur, sich nicht allzu viele Gedanken zu machen, was man gerade hier für KPIs erfüllt, also welche Zeiten, welche Watt wird denn hier getreten, sondern einfach mal irgendwie mit Freunden eine gute Ausfahrt genießen, vielleicht eine Bikepacking-Tour machen, vielleicht aber auch einfach nur ziellos umherfahren, zu wissen, dass man für jedes Terrain gewappnet ist und einfach auch mal hier sitzen und die Natur genießen und sich nicht darüber ärgern, dass jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit um einige km/h niedriger ausfallen wird. In der Beschleunigung ist das Rad jetzt nicht besonders spritzig. Mit einem Gesamtgewicht von 10,6 Kilo in L ohne Pedale ist es auch ein bisschen schwierig. Trotzdem ist es sehr steif und das wurde unter anderem auch damit geschaffen, dass hier
Double Welded, also doppelt geschweißte Schweißnähte zu finden sind. Das soll die Verbindungssteifigkeit der einzelnen Rohre miteinander vergrößern und es sieht zudem auch noch, ich finde, ganz gut aus. Bei dem Design hat sich Focus hier für ein sehr kantiges Oberrohr entschieden. Das Unterrohr ist nicht ganz so kantig, aber diese kantige Formensprache findet sich wieder in der Carbongabel, die mit 3 Anschraupunkten auf jeder Seite versehen ist. Das sieht schon mal sehr Bikepacking-affin aus und ja, die Gabel kann sogar ziemlich viel tragen. 3 Kilo auf jeder Seite ist schon eine Menge. Was sich außerdem, ja, finde ich, ganz gut auf das Aussehen auswirkt, ist, dass die Kabel gut integriert sind. Die Kabel verlaufen hier unten schon ins Steuerrohr rein. Sie werden also durch Steuerrohr ins Unterrohr geführt und kommen dann erst hinten an der Kettenstrebe wieder heraus. Das sieht ziemlich clean aus, rattert auch nichts und das ist so lange schön anzuschauen, wie man da jetzt nicht selber dran Hand anlegen muss. Außerdem ist hier von Anfang an auch so eine Tasche mit dran verbaut, die kann man jetzt besonders praktisch finden oder vollkommen egal. Ich tendiere zu zweiterem. Da passt jetzt nicht wahnsinnig viel rein. Ich habe da einen Riegel reingebracht, ein Multitool, aber mein Handy hat zum Beispiel nicht reingepasst. An dem Testrad sind jetzt DT-Swiss Laufräder dran. Ursprünglich wurde das Rad auch mit DT-Swiss Laufrädern geplant. Da gab es allerdings Lieferschwierigkeiten und so sind bei den Rädern, die jetzt im Handel sind, Novatec Elite Laufräder dran. Und zu denen kann ich leider nichts sagen, weil ja, sie einfach nicht an dem Rad dran sind. Nichtsdestotrotz haben wir mit beiden Laufrädern eine Reifenfreiheit von 47 mm bei 700C und wenn du 650B Laufräder einbaust, dann kannst du sogar 51 mm breite Reifen draufbauen und das ist dann tatsächlich Mountainbike-Breite. Jetzt hat aber Focus sich gedacht, wir führen der Einfachheit halber einen schönen neuen Standard ein, nennen das Ganze Road Boost Standard und beglücken die Fahrradfahrenden damit. Da wird die Achse ein bisschen breiter, der Hinterbau wird ein bisschen breiter und theoretisch wird dann auch das Laufrad ein bisschen stabiler. Der einzige Nachteil ist, auf diesen Standard ist keine aufgesprungen oder kaum eine aufgesprungen. Dementsprechend wenig Wechselkomponenten gibt es, desto mehr müsst ihr darauf achten, wenn ihr zum Beispiel einen zweiten Laufradsatz fahren möchtet, dann wird es ein bisschen schwieriger, als es eh schon schwierig ist, Laufradsätze zu bekommen, weil eben dieser Road Boost Standard erfüllt sein muss. Yay, Technikgefasel! Ein Grund, warum mir das Rad auch extrem Spaß gemacht hat, ist, weil hier meiner Meinung nach der beste Schaltungsmix verbaut worden ist. Ich stehe voll auf die GRX 600. Ich finde, die reicht vollkommen aus. Alles andere drüber ist ein bisschen zu viel und alles drunter ist ein bisschen zu wenig. Der Mix hier mit dem 810er Umwerfer auch noch zusätzlich kommt dann noch mal ein bisschen besser. Aber ich finde, die GRX 600, wie sie hier auch steht, mit dem 46er und dem 30er Kettenblatt und hinten mit 11 bis 34 Zähnen, bietet einem genau die Ausstattung und genau die Bandbreite, die man tatsächlich auch beim Graveln in der Hobbyklasse wirklich benötigt. Der angesprochene Radstand ist einfach enorm bei dem Rad. Außerdem haben wir einen relativ flachen Lenkwinkel mit 70,5 Grad. Damit uns das Ganze aber nicht exorbitant lange und einfach unkontrollierbar vorkommt, wurden hier die Kettenstreben verkürzt. Zusätzlich haben wir dann noch einen relativ kurzen Vorbau mit 80 mm, der außerdem 6 Grad negativ geneigt ist. Das ist ein Flip-Flop-Vorbau. Wenn dir das zu tief ist, kannst du ihn auch drehen, dann kommt das Ganze ungefähr einen Zentimeter weiter nach oben. Wenn man jetzt auch nur aufs Datenblatt schaut, könnte man auch meinen, das Rad fährt sich bockhart. Grund dafür, wir haben Alu-Komponenten, Alu-Lenker, Alu-Vorbau, Alu-Sattelstange und Alu-Rahmen sowieso. Trotzdem, man unterschätzt es, 45 mm breite Reifen können mit deutlich weniger Luft gefahren werden und auch die Carbongabel dämpft ordentlich. Und das ist wirklich sehr angenehm und zeigt auch, dass man mit einem Alurahmen durchaus komfortabel im Gelände unterwegs sein kann. Wenn es natürlich dann extrem wird, das heißt, ihr fahrt da irgendwelche verblockten Trails, dann solltet ihr lieber zum Mountainbike greifen, aber ich glaube, das versteht sich mittlerweile von selbst. Für wen ist das Rad jetzt geeignet? Wenn du Rennradfahrer bist und auf der Suche bist nach einem Gravelbike, das dich schnell auf Schotter dahin preschen lässt, dann schau lieber am Atlas vorbei, denn das ist nicht dein Rad. Wenn du jetzt aber Einsteiger bist oder bereits dein erstes, zweites Gravelbike hattest und jetzt auf der Suche bist nach etwas, was lange hält, was ein sehr breites Einsatzspektrum hat, was sich aber vor allem auf Trails und ja, auch ruppigem Feldweg zu Hause fühlt und was massig Anschaupunkte hat, dann wirst du mit dem Atlas definitiv glücklich. Doch Achtung, wenn du ausschließlich auf Bikepacking stehst,
dann wirst du vielleicht über die 120 Kilo Gesamtgewicht stolpern und das kann ein Ausschlusskriterium sein, wenn du wirklich viele Taschen und Material an deinem Rad befestigen möchtest. Und wenn man sich anschaut, wie schnell die ganzen Atlas-Modelle verkauft worden sind, es gibt noch ein paar erhältliche, ein paar Affiliate-Links packe ich dir in die Videobeschreibung natürlich, dann erkennt man auch als Außenstehender, dass in diesem Gravel-Segment einiges noch geht und ich traue Focus zu, dass sie noch ein paar weitere Modelle auf den Markt werfen. Da bleibe ich natürlich investigativ für euch dran. Wenn du das nicht verpassen willst, gerne abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du magst, sehen wir uns bei einem der weiteren Videos, zum Beispiel beim Test von einem weiteren Rad für 2000 €, dem Fotec VRX. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, ciao.